Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich dir ein einfaches und schnelles Rezept für eine leckere Käse-Lauchsuppe. Statt Hackfleisch habe ich in diesem Rezept ein rohes veganes Hack ausprobiert. Wie sich der vegane Fleischersatz beim Braten verhält und sich auf die Konsistenz der Suppe auswirkt, das verrate ich dir im folgenden Video. Für die Suppe putze ich zuerst eine Lauchstange bzw. einen Porree. Diesen schneide ich knapp unterhalb der grünen Blätter einmal durch und halbiere den Schaft der Länge nach. Den Lauch wasche ich nun unter fließendem Wasser gründlich ab. Um die Erde und den Sand wirklich komplett abwaschen zu können, solltest du die Schichten einzeln mit den Fingern abreiben. Da die äußeren Blätter des Lauchs etwas härter sind, werde ich sie hier nicht benutzen, sondern später zu Suppengrün verarbeiten. Du kannst sie aber natürlich auch für die Suppe verwenden. Den Lauch schneide ich nun in feine Streifen und stelle ihn kurz zur Seite. Jetzt schäle und würfle ich noch eine Zwiebel und dann können die Zutaten auch schon angebraten werden. Zu den Zwiebelwürfeln gebe ich nun normalerweise 200 Gramm Rinderhack. Da ich aber vor kurzem auf dieses rohe vegane Hackfleisch aufmerksam geworden bin, wollte ich es hier gerne mal ausprobieren. Das vegane Hack gebe ich nun zu den Zwiebeln und brate es nach Packungsanleitung an. Beim Anbraten wird es etwas fester und verhält sich ähnlich wie normales Hackfleisch. Jetzt gebe ich den vorbereiteten Lauch in den Topf, füge Salz und Pfeffer hinzu und dünste den Lauch unter Rühren 1 bis 2 Minuten an. Während der Lauch langsam gart, bereite ich die Gemüsebrühe zu. Ich habe hier einen halben Würfel Gemüsebouillon in 400 ml heißem Wasser aufgelöst. Allerdings ist der Brühwürfel recht salzig, deshalb würde ich hier im Nachhinein besser 600 bis 700 ml Wasser empfehlen. Mit der Bouillon lösche ich nun den Lauch ab, rühre die Zutaten durch und lasse die Suppe mit geschlossenem Deckel etwa 10 Minuten köcheln. Wie man hier gut erkennen kann, ist das vegane Hack in der Flüssigkeit viel weicher geworden, hat sich teilweise aufgelöst und die Suppe deutlich angedickt. Wenn du möchtest, dass das Hack krümelig bleibt, dann solltest du entweder Hackfleisch oder ein festeres Ersatzprodukt benutzen. In die Suppe kommt jetzt noch 200 Gramm Schmelzkäse und 75 Gramm Frischkäse mit Knoblauch und Kräutern.
Da die Suppe für meinen Geschmack ein bisschen zu salzig und etwas zu dick geworden ist, füge ich noch etwas Wasser hinzu. Zum Schluss rühre ich die Suppe nochmal um und lasse sie bei geschlossenem Deckel noch 1 bis 2 Minuten köcheln. Und dann kann die Suppe auch schon serviert werden. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!